zweitägige TÜV-Tour von den Yellow Riders ins Bündnerland und das bei Superwetter. Ich bin der Willi und erzähle dir jetzt, wie es auf der Yellow Riders Tour abgegangen ist. Leider war das mit dem wunderbaren Wetter nur ein Wunschgedanke gewesen. Es war nass und zeitweise auch sehr kalt gewesen. Obwohl Marco und ich bei dieser Tour Nummer 2 unterwegs waren, hat uns dann temporär ein anderer Yellow Rider angeführt. Der hat sich auch standesgemäß bei uns gemeldet. Die Fahrt über den Osten war das mal wirklich keine Freude gewesen. Es sind richtige Pech gekommen, wir sind nonstop geduscht worden, es war neblig gewesen, es ist kälter und kälter geworden. Und zuoberst auf der Passhöhe, da sind es also wirklich nur noch 6 Grad gewesen. Auf dieser Fahrt über den Osten, da haben wir also keinen einzigen anderen TÜV getroffen. Im erwarteten Kolonnenverkehr sind wir durch die Schöllen durchgefahren und obwohl dass der Parkplatz bei der Teufelsbrücke völlig frei war und ein Erinnerungsfoto wirklich ohne Probleme möglich gewesen wäre, hat es gar niemand ausgenutzt. Wir sind weiter Richtung Andermatt und der Oberalp darauf. Nach dem kurzen Wärmeeinbruch durch die Schöllen durch, wo es also sagenhafte 8 Grad warm war, ist es dann wieder kühler geworden, richtig wieder kalt geworden. Auch auf dem Oberalp war nur etwa 6 Grad. Hat zwar ein bisschen weniger geregnet, aber ja, es war immer noch richtig am Regnen gewesen, immer noch richtig geschifft. Und es sind jetzt aber doch einige TÜV entgegengekommen. Wenn die wüssten, dass das, was sie jetzt erleben, dass das noch getoppt wird, dass es noch mehr schifft, ja, die hätten vielleicht auch umgekehrt. Diesen Biss war es dann so weit gewesen. Wir haben also vor Schlottern haben wir kaum mit den Lenker gerade heben und wir haben deutliche Aufwärmpause müssen einlegen. Wir sind also weit über eine halbe Stunde sind wir in einem Restaurant gehockt, haben mehrere warme Office getrunken, haben etwas gegessen dazu und haben uns gegenseitig wieder müssen motivieren zum Weiterfahren. Die Pausen in Disentis hat es gebracht. Das Wetter ist schöner geworden. Es war also wirklich zweistellige Temperaturen gewesen. Die Strasse ist abgetrocknet und wir sind dann auf der Südseite vom Oberalp zu Mittagessen. Den Weg durch die vermeintliche Sonnenstube von der Schweiz haben wir dann auf die Autobahn hinter uns gebracht. Zwischen Biasca und Mesocco-Ausfahrt sind wir auf der Autobahn gewesen und das auch bei sehr, sehr bescheidenen Witterungsverhältnissen.
Eigentlich wäre ja auch die Unterstrecke vom San Bernardino auf der Südseite eine wirklich super Töpfstrecke mit schönen Kurven, Haarnadeln teilweise. Aber der Ferienverkehr hat es möglich gemacht. Es war fast durchgehende Kolonne gewesen. Und den kannst du jetzt einfach nicht überholen, vor allem wenn es noch derart Gegenverkehr hat. Wenigstens haben dann die Autofahrer eingesehen, dass sie gleich durch den Tunnel fahren. Und im oberen Teil da haben wir dann mehrheitlich freie Fahrt gehabt. Hat zwar immer noch geregnet, aber deutlich weniger stark wie über den Osten oder Oberalp. Und es ist trotzdem eine coole Fahrt gewesen. Auf der Schweizer Seite. Sehr eine schöne Strecke, bewaldet zum Teil, ein paar recht anspruchsvolle Kurven, aber was einem nach der Passhöhe im italienischen Teil erwartet, das ist dann wirklich der Hammer. Es ist einer meiner Lieblingspässe, man kann auch sagen, es ist wahrscheinlich die Dorfstrasse mit den meisten Haarnadelkurven. Etwa 52 Stück sind ausgeschildert, teilweise in Galerien, in richtigen Tunnel drin, also wirklich Haarnadeln, die sich gewaschen haben, teilweise wirklich übereinander gereiht. Nicht so schön geometrisch wie am Stilfserjoch, aber die Höhendifferenz vom Pass, von der Passhöhe bis Chiavenna runter, ist etwa ähnlich wie Stilfserjoch. Und ich glaube sogar, dass 1-2 Haarnadeln mehr am Splügen sind. Über die letzten paar Haarnadeln sind wir dann auf Chiavenna runtergekommen, unser Übernachtungsort. Dort haben wir selbst zu Abend um 9 Uhr haben wir noch über 20 Grad Temperatur gehabt. Und ja, man hätte fast vergessen, wie kalt und wie nass das es war, um hierher zu kommen. Aber schlussendlich sind wir da gewesen und es hat uns wirklich gefallen. Am Sonntagmorgen sind wir dann zu Chiavenna los bei wunderbarem Wetter. Wir haben aber schon gewusst und haben es ja dann auch schon gesehen am Horizont, dass wir wahrscheinlich schon einmal nass werden. Wir haben auch beschlossen, dass wir unsere Tour ein bisschen adaptieren tun, weil einfach Oberalp und Susten, da haben wir also nicht können riskieren, einmal dort durchzufahren, weil einfach nochmals sehr starke Regenfälle in diesem Gebiet angesagt sind. Und da haben wir also schon damit gerechnet, dass es Rutschungen kann geben kann. Und wir haben wirklich noch die Nase voll gehabt vom Samstag.
der Maloja-Pass, speziell zwischen Vicosoprano und Maloja, ist ja eine ganz wunderbare Strecke. Und wir haben dazu noch das Glück gehabt, dass wir eine trocken, angenehme Temperaturen und mit relativ wenig Verkehr haben können befahren. Durchs Oberengadin sind wir dann bis La Ponte gefahren und dort die Albola drauf und dort hat halt uns leider der Regen wieder gehabt. Es war nicht ganz so schlimm wie am Tag voran. Es war auch nicht ganz so kühl gewesen, aber man hätte es natürlich gerne anders gehabt, weil auch diese Strecke ist wirklich wunderbar zum Fahren. Die Strecke über den Albola-Pass hat ja nicht nur eine wunderbare Natur zu bieten, es sind ja auch die weltbekannten Viadukt von der Rhätischen Bahn und die Strecke als solches, die ist wirklich grandios, dass da natürlich auch immer wieder muss instand gestellt werden. Sind wir froh, dass das gemacht wird, dass das in so perfekter Art und Weise gemacht wird und dass man auch Gelegenheit hat, um solche Strassen zu befahren. Sicher unbestritten ist der spektakulärste Streckenteil zwischen Breda und Bergün, aber auch unterhalb ist die Albola-Strecke wirklich eine wunderbare Strasse, wunderbares Gelände, sehr harmonisch und ja, ist einfach eine Pracht. Und wenn jetzt das Wetter noch der Hammer wäre, ja, aber man kann nicht alles haben. Nach Tiefenkastel und Tausis sind wir dann ein Stück im Hinterrheintal gefahren und haben dann bei Rätzüns den Abzweiger genommen, Richtung Versam, wo wir zum Mittagessen verabredet waren. Und die Strecke, die ist auch wieder eine absolute Pracht und von der Natur her einfach super. Klar, auch da hat es besser Wetter verdient, aber man muss nehmen, was man hat.
Nach dem Mittagessen sind wir dann auf der geplanten Strecke bis in Lanz gefahren, haben dort aber einen U-Turn gemacht und sind auf der anderen Talseite vom Vorderrheintal durch Führen Richtung Chur gefahren. Wir sind dann Chur vorbei, Wallensee vorbei und über den Hirzel und am Sempacher See vorbei und der Marco hat in seiner alten Heimat noch ein paar Zusatzkurven kennt. Auch wunderbare Strecken haben wir können befahren und unsere Tour ist dann wenigstens der Streckenteil im Trockenen beendet worden. Und ja, ist schade. Wunderbare Strecken haben wir können befahren. Leider hat das Wetter nicht mitgespielt. Wir zählen darauf, dass wir die Tour mal noch nachholen können. Auch wenn jetzt das fast ein bisschen eine Dusch- und Badetour geworden ist, hoffe ich, dass man gleich erkannt hat, was für schöne Strecken das wir haben können befahren. Und ich kann eigentlich nur noch sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, vielleicht sogar bei einer Yellow Rider Tour.